Ja, moin mal wieder. Wir sehen uns also doch noch einmal vor Weihnachten wieder. Ich wollte euch nämlich unbedingt noch mal was zeigen. Ich habe extra so lange auf dieses Scheißwetter gewartet, damit es sich auch lohnt. Das ist unser Baby, das ist unser ganz eigenes Baby. Das ist unser Isoliervorhang für Kastenwagen. Man sieht hier schon, das Wasser läuft hier gerade runter. Das soll auch genauso sein. Dieser Vorhang ist aus Softshell-Stoff und von der Innenseite vom feinsten flauschig, dass man sich wirklich auch dagegen lehnen mag und nicht irgendwie das Gefühl hat, man hängt vor diesem schicken Plastikteilen. Wird in der Mitte zusammengehalten durch einen Klettverschluss, was sehr einfach ist. Zack, zack. Hat im unteren Bereich ein Bleiband, dass er also auch wirklich unten hängen bleibt und ist unser eigenes Baby. Da haben wir wirklich sehr, sehr viel Spaß dran. Verkaufen wir inzwischen super, super viel. Das Schöne an dem Vorhang ist der Vorteil. Erstens, wenn es draußen kalt ist, wird die Karre nicht sofort von innen bitterkalt, wenn man mal eben die Hecktüren losmacht, vielleicht um die Gasflasche zu tauschen. Zweitens, der Regen schlägt nicht rein, das heißt also, das Bett bleibt trocken. Und das Dritte ist, was meine Frau besonders gut findet, ist der Spruch: Könntest du bitte die Tür wieder zumachen? Ich bin noch nicht fertig angezogen, weil das ist dieser Durchblick beim Kastenwagen gleich bis vorne zur Windschutzscheibe. Darum haben wir das gemacht. Früher war das mal in Pössl-Wohnmobilen Usus, dass der drin war, aber der ist natürlich irgendwann dem Preiswahn zum Opfer gefallen. Und dann haben wir halt eben gesagt, der wird übrigens in einer Behindertenwerkstätte für uns exklusiv gefertigt. Und wir haben verschiedene Modelle, verschiedene Farben. Hier ist mal eine Farbe, das ist ein melierter Braunton, damit man den mal einmal sieht. Das ist jetzt die Originalfarbe, so wie er ist. Auch von der anderen Seite halt eben mit diesem Teddyfell. Dann haben wir hier einen helleren Braunton. Grauton, Entschuldigung, das andere Braun. Das ist ein hellerer, den gibt es auch noch mal in Uni, genauso wie der in diesem Fahrzeug hier drin ist, in einem etwas helleren Grauton. Und dann haben wir den noch mal in dem melierten, top modern, etwas dunkleren Grauton. Das ist so ein bisschen mein Favorit, den finde ich super schön. Nur das war ein Stoff, den hatten wir zu Anfang noch nicht. Der ist jetzt erst neu dazugekommen. Wird hier oben mit einer Kunststoffschiene, kann man im oberen Bereich sehen, angeklebt. Ich schraube sowas nicht gerne. Ich mag keine Löcher im Holz. Wer das inzwischen von mir kennt, der weiß das. Ich bin eigentlich da eher der Klebefan. Die Schiene ist speziell für Wohnmobile. Die ist aus Kunststoff, sehr leicht und lässt sich mit einem Föhn biegen, sodass sie halt eben auch in den oberen Bereich kann, wenn man kein Brett da hinten dran hat. Dann lässt sie sich halt eben in den oberen Bereich wirklich genau durch Erwärmen genau in die Ecken einbringen. Und dann haben wir halt eben die Reiter, die hier oben dran sind. Ich zeige das gleich nochmal. Und hier nochmal den in dem etwas dunkleren Grauton. Schmeiße ich mal eben beiseite. Der Vorhang einfach zack, zack zur Seite mit den dazu passenden Befestigungen weggepackt, wenn man ihn nicht braucht. Und es ist einfach wirklich total angenehm. Ich habe ihn eigentlich immer zu, muss ich sagen, denn ich will nicht immer hier großes Kino bieten, deswegen ist er einfach hier drin. Und nochmal, das ist wirklich echt angenehm. Das Zeug ist wasserfest, absolut isolierend. Man merkt also nicht mehr die Zugluft. Viele Fahrzeuge haben ja ein Problem bei diesen Dichtungen, dass hier wirklich im Winter, jetzt wird es wahrscheinlich gerade mal kurz laut, LKW fährt vorbei, die Zugluft richtig reinkommt. Und wer die Heckfenster hat, so wie bei diesem Fahrzeug, der mag ja nicht da drin schlafen, wenn die Rollos runter sind, weil, wer kennt das nicht, nachts wird da mal eben dezent immer mit dem Kopfteil gegengedrückt oder mit den Füßen. Und darum, hier können sie aufbleiben, weil das eigentliche Verdunkeln oder das Isolieren, das Wärmen übernimmt jetzt der Vorhang. Wir verkaufen den Vorhang fix und fertig, inklusive Schiene mit Reitern zur Selbstmontage für 129 €. Wie gesagt, es hat auch was Gutes. Es ist eine Behindertenwerkstätte, die den produziert, wo wir echt auch ein kleines bisschen stolz drauf sind, weil das finden wir schon sehr geil und die haben richtig viel Spaß daran. Neu kommt jetzt für den es interessiert, auch ein Vorhang vors Bett, sodass wir also das Bett selber nochmal abtrennen können. Sicherlich interessant bei Wohnmobilen, die nicht wie der Pössl B mit dem Raumbad ist, denn da kann man ja einfach die Schiebetür zumachen. Da ist es jetzt so, dass man diesen Vorhang, da ist dann wahlweise, soll der bis ganz unten auf den Boden gehen oder nur auf halbe Höhe. Das muss dann immer geklärt werden. Aber ansonsten, das sind die Farben, die wir euch anbieten können. Noch einmal ganz kurz: helles Grau meliert oder helles Grau Uni.
dunkleres Grau, meliert, Anthrazit, Uni oder braun, meliert. Vielleicht für jeden was dabei. Da kommt jetzt mal echt Eigenwerbung. Das ist richtig geil, das Ding. Und wir sind total happy, dass wir den haben. Und er läuft auch richtig gut. Wenn er was für euch ist, ruft uns an. Die Jessie kann euch da am besten beraten, denn das ist die Frau, die Herrscherin der Vorhänge. Bis dahin, jetzt aber schöne Weihnachtsfeiertage und tschüss.